Grönland, ein Land der Extreme. Seine riesige Wildnis erstreckt sich von mächtigen Eisschilden über schroffe Berge bis hin zu ausgedehnten Fjorden. Als größte nicht-kontinentale Insel der Erde ist Grönland eine der letzten großen Herausforderungen für Wissenschaft und Forschung. Jenseits des glitzernden Eises erstrecken sich im hohen Norden weite, eisfreie Gebiete. Auf den ersten Blick erscheint die Landschaft karg, doch bei näherem Hinsehen offenbart sich ein vielfältiges Mosaik, geformt durch Zyklen aus Gefrieren und Auftauen. Milchig blaue Flüsse schlängeln sich durch die braune Landschaft und transportieren Schmelzwasser und Sedimente zum Meer. Im Sommer sind die Wiesen voller Leben, während größere Tiere die endlose Landschaft durchstreifen. Doch unter der Oberfläche, versteckt in exponierten Felswänden, liegen uralte Höhlen. Stumme Zeugen einer Zeit, die lange vor der Eiszeit begann. Diese Höhlen, die in einem viel wärmeren und feuchteren Klima vom Wasser geformt wurden, sind über 20 Millionen Jahre alt. Die Höhlen wurden erstmals in den 1950er Jahren bei Luftaufklärungsflügen entdeckt. Doch schon die frühen Kulturen Nordgrönlands, die in dieser Region vor Tausenden von Jahren lebten, haben sie wahrscheinlich schon bestaunt. In den folgenden Jahrzehnten begannen Höhlenforscher, sogenannte Speleologen, die Höhlen zu dokumentieren und zu erkunden. Im Jahr 1960 kartierte ein Team amerikanischer Geologen 12 Höhlen im Grottedal auf Kronprinz Christian Land. Später, im Jahr 1983, erforschte ein Team französischer Höhlenforscher weitere Höhlen in der Region. Im 21. Jahrhundert begann eine neue Expeditionswelle. Im Jahr 2015 begab sich das Greenland Caves Project, Grönland-Höhlenprojekt auf Deutsch, unter der Leitung von Professorin Gina Moseley von der Universität Innsbruck in Österreich auf eine Erkundungsmission. Nach Jahren des Spendensammelns begab sich das Team auf eine abenteuerliche Reise, die die Landung eines Twin Otters in unwegsamem Gelände, das Aufpumpen von Booten, das Überqueren von Seen und einen dreitägigen Fußmarsch zu den Höhlen beinhaltete. Obwohl sie nur 3 Tage vor Ort waren, konnten sie in dieser Zeit 26 Höhlen erkunden. Einige enthielten beeindruckende Eisformationen, andere Tierskelette. Am auffälligsten waren vielleicht die Kalzitmineralablagerungen, die nur durch tropfendes oder fließendes Wasser entstehen. Heute wird die Umwelt in Nordgrönland als polare Wüste beschrieben, mit gefrorenem Boden und wenig Niederschlag. Doch diese alten Formationen erzählen eine andere Geschichte. Eine Zeit, in der Grönland wärmer und feuchter war, mit Wäldern und keinem Eis. 2018 nahm das Grönland-Höhlenprojekt an der Top-to-Top Global Climate Expedition teil und segelte nach Ittoqqortoormiit in Ostgrönland. Nachdem sie auf eine Verbesserung der Wetter- und Meereisbedingungen gewartet hatten, verbrachten sie nur 2 Tage mit der Erkundung der Halbinsel Wegener Halvö. Leider fanden sie keine offenen Höhlen, das ist manchmal die Realität der Forschung. Unbeirrt kehrte ein größeres, interdisziplinäres Team 2019 zurück. 2 Wochen lang erkundeten sie viele neue Höhlen und sammelten wertvolle Proben. Außerdem sammelten sie Insekten, um die einzigartige Artenvielfalt der Region zu untersuchen. Im Jahr 2023 unternahm das Team seine bislang anspruchsvollste Expedition, diesmal nach Wulffland im äußersten Norden Grönlands. Hier sind die Höhleneingänge riesig und liegen hunderte Meter über dem Talboden. Eine dieser Höhlen, fotografiert im Jahr 1958, fasziniert Forscher seit Jahrzehnten, aber niemandem war es bisher gelungen, sie zu betreten. Bis jetzt. 65 Jahre nach der ersten Aufnahme seilte sich ein 4-köpfiges Team an einer steilen Felswand in die Höhle hinab ab. Als sie die Höhle betraten, waren sie beeindruckt von ihrer Größe.
Das Team fand eine Kathedrale voller Felsblöcke. Hoch über ihren Köpfen flogen Vögel und sie sahen kleine Höhlenpassagen, die sich in der Dunkelheit verliefen. Über mehrere Tage hinweg dokumentierte das Team die riesige Höhle in der Felswand sowie weitere Höhlen. Diese alten Höhlen sind Fenster in eine Welt, die lange vor der Eiszeit existierte. Sie sind Zeitkapseln, die Geheimnisse längst vergangener Klimazonen und Hinweise auf die Zukunft enthalten. Jede Expedition enthüllt ein Stück dieses Puzzles, aber vieles bleibt verborgen. Die Region mag zwar abgelegen sein, aber die Entdeckungen, die dort gemacht werden, werden weit über die Grenzen Grönlands hinaus Beachtung finden. Die Höhlen warten. Und genauso ist es mit der Zukunft.